Vielen Dank für die Möglichkeit, das Interview mit euch zu führen. Stellt ihr bitte kurz euer Unternehmen vor. Die AXA, von der wir sprechen, das ist hier in Deutschland die AXA Konzern AG mit allen zugehörigen Versicherungsunternehmen. Wir sind Teil aber einer globalen Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Von dieser globalen Versicherungsgruppe, die in ca. 60 Ländern vertreten ist, repräsentieren wir ungefähr 10% mit über den Daumen 8000 Mitarbeitern, Festangestellten in Deutschland, plus unseren Vertriebsaußendienst, der hinzukommt. In der Branchensprache sind wir ein Vollsortimentsversicherer, das heißt, wir haben über alle Produktpaletten vom Lebensversicherer, Krankenversicherer bis zum Sachversicherer alles dabei und auch alle Kundengruppen, also vom Privatkunden bis zum institutionellen und Firmenkunden dabei. Wer seid ihr als Person? Was ist eure Rolle in dem Unternehmen? Mein Name ist Sascha Noack, 46 Jahre. Der Chief Security Officer für die AXA Deutschland, verantwortlich für die unterschiedlichsten Gebiete, sowas wie Operation Resilience, Geschäftsfortführung, Physical Security und natürlich das Thema Informationssicherheit. Ja, und ich bin Marco Becker, 44 Jahre alt, jetzt inzwischen etwas mehr als 10 Jahre bei der AXA. Mein Weg führte mich über den Finanzbereich, Risikomanagement durchs Controlling. Zuletzt hatte ich die Verantwortung für die Revision hier im Hause und jetzt seit gut 2,5 Jahren in der IT. Das IT-Ressort mit 700 Mann stark unterwegs und davon verantworte ich den zentralen Bereich mit rund 280 Mitarbeitern. Nennt sich IT-Geo. Die 3 Buchstaben stehen für G wie Governance, also alles, was aufsichtsrechtliche und organisatorische Verantwortung angeht. Das E für Enablement, das sind zentrale Unterstützungsleistungen wie zum Beispiel Agile Master, Projektleiter etc. Und das O für Operations, was so den klassischen IT-Betrieb repräsentiert. Was ist die Vision der AXA? Starte einfach mal mit der Vision der AXA Security Einheit. Sind bei uns 3 Wörter: Care, Protect, Alert. Wir kümmern uns darum, wir beschützen das Unternehmen und wir gehen offen miteinander um. Das heißt, wenn wir irgendwas finden, dann haben wir keine Angst, es zu melden, sondern wir melden es und bearbeiten solche Themen gemeinsam. Und dieser Schutzgedanke, den Sascha jetzt gerade zum Ausdruck bringt, der passt auch in den Gesamtkontext. Eine Versicherung, Versicherungsprodukte sind ja diejenigen Produkte, die für den Krisenfall, für Problemfälle, für Situationen finanzieller Natur oder anderer Probleme Vorsorge treffen. Also unsere Mission in dem Sinne als Unternehmen, als Versicherungsunternehmen, ist es ja, Sicherheit unseren Kunden zu geben in der einen oder anderen Form. Und in der heutigen Zeit, um das zu ermöglichen, vom Produkt bis hin zur Dienstleistung, die hinten dran hängt, ist die IT halt ein sehr zentraler Partner in diesem Unternehmen, ohne den es gar nicht geht. Und damit wir halt auch ein Sicherheitspartner für unseren Kunden jederzeit sein können, heißt das implizit, dass die IT genauso auch jederzeit ein verfügbarer Partner hier im Hause für alle anderen Funktionen des Unternehmens sein muss. Also ist insofern Sicherheit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit unsere Devise. Was weiß die Welt womöglich nicht über die AXA? Also ich glaube, ganz spannend ist bei uns das offene Miteinander umgehen, dieser ganze kulturelle Wandel, den wir durchlebt haben die letzten Jahre. Wir reden über alle Sachen sehr transparent. Wir haben eine Dudes-Kultur. Ich glaube, das sind so Themen, die haben wir über die letzten Jahre wirklich sehr stark weiterentwickelt und die helfen uns in der heutigen Zeit. So, und das andere, jetzt könnte man das Thema Sicherheit oder die Branche Versicherung relativ schnell assoziieren mit traditionell zurückhaltend, vorsichtig, gehemmt oder solchen Schlagwörtern. Und ich glaube, da ist genau ein Kernunterschied oder etwas, was die AXA innerhalb der Versicherungsbranche auszeichnet, dass wir darin auch keinen Widerspruch darin sehen, selber Pionier zu sein. Also wir wollen den Wandel der Zeit in jeglicher Hinsicht, auch kulturell, was Sascha gerade angesprochen hat, aber auch technologisch mit dabei sein und lernen, in die Zukunft zu gehen, statt von der Technik womöglich abgehängt zu werden. Kann man sagen, das hat euch dadurch auch in Richtung der Cloud gebracht, dass ihr gesagt habt, wir gucken uns diese Technologie an, bewerten sie risikoorientiert und eben nicht mit einem Vorbehalt? Also ich glaube, historisch gesehen, wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, wie war Security früher? Früher waren wir ja die Neinsager. Wir haben uns Sachen angeschaut, wir haben gesagt, das kann man so nicht machen, dann waren die Gespräche aber auch beendet. Was wir über die Jahre auch entwickelt haben, ist das ganze Thema Risikokultur.
Natürlich können wir manchmal Sachen nicht machen, aber wir können es natürlich auch risikoorientiert anschauen. Das heißt, wir müssen nicht generell Nein sagen, sondern wir schauen, wie hoch ist denn überhaupt das Risiko. Ne? Thema Cloud. Mit was kann ich denn überhaupt für Daten mal in die Cloud gehen? Was kann ich einfach mal ausprobieren, ohne direkt einen Gesetzesverstoß zu haben oder Ähnliches? Und ja, was du gefragt hast, das passt zu uns, denn als das Thema Cloud immer präsenter wurde, war für uns sehr offensichtlich, dass es ein fester Bestandteil der Zukunft ist und auch manch andere Technologie ablösen wird. Aus dem Grunde war es für uns gar keine Frage, nicht bei der Cloud zu sein, sondern lediglich die Frage, wie kommen wir dahin, wie schnell kommen wir dahin, in welchem Ausmaß und wo wollen wir es nutzbringend für uns einsetzen, um uns dann ein weiteres Standbein aufzubauen und das im Dialog halt auch mit den Kollegen, die Sicherheit und Risiko bewerten können, um eben trotz des Wegs nach vorne in das Unbekannte die Sicherheit, die uns so wichtig ist, gleichzeitig zu gewährleisten. Hattet ihr seinerzeit irgendwelche spezifischen Herausforderungen, wo ihr gesagt habt, okay, aus dem Grund müssten wir uns öffnen, aus dem Grund müssen wir die Cloud evaluieren? Also für uns war es so, dass die klassische Core-IT, wie wir sie bei uns bezeichnen, uns sehr starke Rahmenbedingungen gesetzt hat. Also der typische Kandidat sind die Großreleases. Wir konnten nicht individuell bedarfsorientiert Teile unserer IT-Landschaft mal eben verändern. Das hat uns einfach absolut begrenzt in der Geschwindigkeit, wie wir neue Features, Bedürfnisse in den Produkten, in den Systemen umsetzen können. Allein diese Frage der Geschwindigkeit und der Bedarfsorientierung waren absolut an ihrem Limit angekommen, weshalb wir neue Wege brauchen. Jetzt seid ihr als reguliertes Unternehmen natürlich in einer sehr, sehr speziellen Situation. Welche gesetzliche Rahmenbedingungen habt ihr denn eigentlich auf dem Weg in die Cloud berücksichtigen müssen? Also wir sind natürlich der BaFin untergeordnet. Das heißt, wir halten uns an die VAIT, die natürlich die ganzen Anforderungen auch an die IT stellt. Wir sind Betreiber einer kritischen Infrastruktur, das heißt, wir unterliegen dem IT-Sicherheitsgesetz. Da gibt es auch ganz viele Anforderungen und natürlich die DSGVO, die mit auch dazu gehört, um zu schauen, wie weit können wir denn gehen mit personenbezogenen Daten. Herausforderung ist, wie kriegt man all diese Gesetze untereinander? Wir haben Datenschutz mit dazu geholt, wir haben die IT mit dazu geholt, alle, die wir als Stakeholder identifiziert haben und haben geschaut, was gibt es für Anforderungen, wie kriegen wir die überhaupt übereinander? Und mit was kann man einfach mal ausprobieren, in die Cloud zu gehen. Und da kann man noch vielleicht ergänzen, dass diese Regularien, auf die wir da stoßen, die für uns absolut relevant und kritisch sind, häufig vom Gedankengut her noch eher in klassischen Denkweisen sind. Also man liest aus den VAIT, was eins der relevantesten regulatorischen Werke für uns ist, eigentlich die Annahme, dass es eine Trennung zwischen Entwicklung und Betrieb gibt. Will man sich eher zukunftsorientiert agil aufstellen, wir sind mit sogenannten DevOps-Teams unterwegs, in denen wir natürlich die Entwicklung von Software kombinieren mit dem Betrieb. Folglich ist die klassische Aufgabentrennung, von der ausgegangen wird, überhaupt nicht gegeben. Also müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, wenn die Regularien von uns zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip sich wünscht, was klassisch durch Trennung, Entwicklung und Betrieb von alleine gegeben wäre, wir aber diese Voraussetzungen nicht auch durch unsere Aufbauorganisation erfüllt haben, dann müssen wir diesem Gedankengut nachgehen und fragen, ja, wie schaffen wir es denn, dieses Vier-Augen-Prinzip als Absicherung trotzdem zu implementieren, auch wenn es nicht klassisch gegeben ist. Ihr habt eine risikoorientierte Kultur gewählt und ihr seid, was die Technologie angeht, offen für die neuen Wege. Ihr seid aber reguliert. Könnt ihr dazu etwas erzählen, wie ihr hausintern und dann Richtung Aufsicht dort vorgegangen seid? Also das ist wirklich der ganze Thema kultureller Wandel. Dieses offene Miteinander umgehen und nicht sagen, du musst jetzt zu Datenschutz, du gehst zu Security. Man schickt die Fachbereiche, die IT hin und her, sondern man redet offen miteinander. Man schaut wirklich, was möchte man erreichen, nicht mit dem Hintergrund zu sagen, das klappt so und so nicht, sondern wie weit können wir denn gehen? Also wo sagen wir, wo greifen die regulatorischen Anforderungen noch? Und was können wir erreichen, um das wenigstens mal auszuprobieren? Also das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen im eigenen Hause. Wir haben halt eben nicht einen klassischen, ich versuche etwas mit meinen Teams, wir stellen es hin und stellen einen Antrag auf Freigabe dessen, was wir da gebaut haben und werden dann überrascht von alledem, was eventuell nicht an Anforderungen erfüllt ist, sondern sind von Anfang an mit dem Pioniergeist gemeinsam daran zu enablen, also was ist denn möglich im Ganzen.
Und dieses Rezept, welches sich im Hause bewährt hat, das haben wir auch angewendet im großen Maßstab. Das heißt, als wir Richtung Cloud mit den ersten Schritten unterwegs waren, sind wir proaktiv auf den Regulator zugegangen und haben nicht darauf gewartet, dass wir irgendwann mal geprüft werden, um zu erfahren, was geht und was geht nicht, sondern wir haben halt respektiert und anerkannt, dass auch ein Regulator Zeit braucht, sich an neue Rahmenbedingungen zu gewöhnen und zu verstehen. Da ist natürlich mit unserer Betroffenheit, sind wir meistens einen Schritt weiter, weil wir einfach mehr Erfahrung gesammelt haben. Und es bezahlt sich aus, auch den Regulator partnerschaftlich zu behandeln, Wissen zu teilen und folglich, ähnlich wie eine Second Line, die Sascha repräsentiert, auch vom Regulator eine gewisse Offenheit zu bekommen und lösungsorientiertes Vorgehen statt klassisches Genehmigen oder Ablehnen. Jetzt ist die Veränderung, wenn ihr in die Cloud geht, ja etwas, das kann sehr, sehr langsam erfolgen. Es kann sein, dass man das tut, um 2, 3, 4 Kundensysteme in die Cloud zu bekommen. Aber eigentlich möchte man doch sein Rechenzentrum noch behalten. Oder es gibt ja andere Wege, die sagen, okay, wir lernen, wir entwickeln uns. Was ist der Weg von AXA? Obwohl wir natürlich technologisch und vom Skillmäßig uns Stück für Stück heranwagen mussten, haben wir aber trotzdem sehr früh die Frage gestellt, wird das nur eine Ergänzung unseres Technologiestacks oder wollen wir darauf ein wesentliches Standbein aufbauen und in der Folge andere Standbeine auch aufgeben, um uns in Summe weiterzuentwickeln? Wir haben uns fürs Letztere entschieden. Also bereits im Jahre 2016 hat die AXA-Gruppe weltweit die Entscheidung getroffen, vollständig in die Cloud zu gehen, mal neben dem Mainframe, der in unserer Branche eine absolute Notwendigkeit darstellt. So, aber mit dem Weg sind wir natürlich dann auch sehr zukunftsorientiert und gleichzeitig sicherheitsbewusst vorgegangen. Also als Beispiel, unsere erste Anwendung, die in der Cloud war, kann ich mich noch daran erinnern, war unser schwarzes Brett. Aber es hat funktioniert und wir haben gelernt. Und das ist genau der erste Schritt. Heute wagen wir uns in ganz andere Dimensionen und wenn man die Core IT anguckt, wir sind mittlerweile zu 80% mit der Core IT in die Cloud umgezogen. Ihr habt einen kulturellen Wandel gemacht, das ist zum Beispiel durch DevOps-Ansätze zu sehen. Aber gleichzeitig, ihr müsst ja trotzdem die Sicherheit hochhalten. Also wie weit hat sich euer ISMS, euer Security Management, verändert in diesem Weg 2016 Entscheidung in die Cloud zu gehen und heute? Ich glaube, jeder kann sich so ein Rechenzentrum historisch gewachsen vorstellen. Man hat auf der einen Seite den Mainframe, dann hat man seine alten Schätzchen noch. Der Vorteil in der Cloud ist ja wirklich, ich habe ein Sicherheitsniveau. Ich kann relativ schnell auf neue Anforderungen reagieren, sei es neue Schwachstellen sind draußen oder ähnliches. Das ist in der Core IT natürlich bedeutend aufwendiger, weil ich habe die komplette Landschaft, die man sich so vorstellen kann, im Gegensatz zu der Cloud, da habe ich den kompletten Überblick. Und ich glaube auch, die Technologie hat sich früher wellenhafter entwickelt. Es gab eine ganze Welle, eher eine konstante Technologie, dann kam eine neue Welle dazu. Und so war aber auch die Interaktion mit Security und anderen beaufsichtigenden Einheiten, dass man sich quasi im Business die nächste Stufe erarbeitet hat. Und dann wurde zeitversetzt die Sicherheit dazugenommen, die hat sich dann auch diese Fachlichkeit angeeignet. Und dann kam irgendwann die Bestätigung, der Schritt ist gut. Die heutige Technologie hat nicht mehr so dieses Wellenhaft, sondern quasi entdecken wir jeden Tag etwas Neues. Also wir sind viel kontinuierlicher in der technischen Evolution. Das verändert auch das Miteinander im Zusammenspiel von Einheiten wie Security, nämlich dass sie eben nicht zeitversetzt die Wellen nacharbeiten, sondern bei jedem Schritt bereits mit dabei sind und wir quasi fachlich und inhaltlich synchron laufen. Das heißt, Security ist ein integraler Bestandteil von jeder Projektentscheidung, von jeder Migration. Genau, also genau dieser gesamthafte Überblick, der ist bedeutend einfacher. Plus, dass die Cloud die Möglichkeit hat, dass du diese Information direkt dir holst, statt im klassischen Sinne sie anfordern müsstest. Jetzt seid ihr heute an einem Schritt mit der AXA. Es klang an, der Plan ist tatsächlich komplett in die Cloud zu gehen. Was ist das, wo ihr sagt, das sind die nächsten Themen, an denen wir heute schon arbeiten, weil wir wissen, dass es für die Endkunden gut ist, für eure Angestellten gut ist, für euch selbst gut ist? Gibt es da so eine kleine Vision? Es gibt viele Kunden, die das Thema Cloud gar nicht mit so auf dem Schirm haben und nur hören, jetzt landen doch meine Daten in der Cloud. Wirklich den Kunden zu sagen, Cloud, das ist genau der richtige Weg. Wir können uns um deine Daten kümmern, deine Daten sind sicher.
Und ein Teil meiner Rolle ist der klassische IT-Betriebsleiter, auch wenn wir das heute organisatorisch so gar nicht mehr kennen. Aber zu wissen, was geht ab. So simpel das klingen mag, das ist keine Selbstverständlichkeit in der Core-IT. Da habe ich so viele Komponenten, die vor sich hin existieren und laufen, aber dann im Störfall, und das ist das, was das Leben eines IT-Betriebsleiters nicht so schön gestaltet, ist es immer die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Darauf freue ich mich wirklich, ein kontinuierliches Monitoring und Tracing auf die gesamte IT-Landschaft zu haben, was unsere Arbeit vollkommen in die Richtung Weiterentwicklung, Stabilität fokussiert oder den Teil des Problembehebens, Incident Problem Management, deutlich minimieren wird, weil wir viel zielgerichteter die Probleme beheben können. Das ist für mich ein wunderbarer Abschluss von dem Gespräch. Vielen lieben Dank für eure Offenheit, für die Themen, die wir ansprechen konnten. Gern geschehen.